Die Entwicklungszeit ist unterschiedlich. Eine Arbeiterin benötigt von der Eiablage bis zum Schlüpfen aus der Zelle 21 Tage, die Königin 16 Tage und der Thron 24 Tage. Okay. Die Drohnen. Für die Drohnen bauen die Arbeitsbienen größere Wabenzellen. Sie haben einen großen, runden Kopf, wirken plump und gedrungen, fast doppelt so groß wie die Arbeitsbienen. Die Arbeitsbienen bauen für die Drohnenbrut vergrößerte Zellen, in die die Königin unbefruchtete Eier legt. Sie sind erbgleich mit der Königin, besitzen also nur einen Erbsatz. Sie haben keinen Vater, aber einen Großvater. Drohnen beteiligen sich an keiner Arbeit im Stock, können nicht einmal Nektar sammeln, das heißt, sie werden von den Arbeitsbienen ernährt und verhungern, wenn sie aus dem Stock vertrieben werden. Sie besitzen keinen Stachel, das heißt, sie können nicht stechen, was sie uns besonders sympathisch macht. Sie bestehen hauptsächlich aus mächtigen Hoden, die 11 Millionen Spermien erzeugen. Ihre einzige Lebensaufgabe besteht darin, für die Parin der Jungköniginnen zu sorgen. Ihre Anzahl ist begrenzt, mehrere hundert bis tausend im Stock. Man findet sie von April bis Ende Juli im Stock. Sie sind besonders zahlreich während der Schwarmzeit von Mai bis Juni vorhanden. Nach der Sommersonnenwende werden sie aus dem Stock vertrieben und nach Ausflügen nicht mehr wieder in den Stock gelassen. Die Arbeitsbienen bilden die überwältigende Masse der Bienen im Stock. Sie leben im Sommer 4 bis 6 Wochen, im Winter 4 bis 6 Monate. Sie entstehen aus befruchteten Eizellen, sind weiblich wie die Königin, aber ihre Geschlechtsorgane sind unterentwickelt. Sie haben einen Stachel mit Giftdrüse und Widerhaken zur Verteidigung, besonders gegen andere Insekten. In deren Chitinpanzer bleibt der Stachel nicht hängen, die Biene kann ihn wieder zurückziehen, wohl dagegen in der Haut von Wirbeltieren und Menschen. Beim Wegfliegen reißt die Biene sich in diesem Fall Stachel samt Giftdrüse aus dem Hinterleib, an der Wunde stirbt sie. Durch den in der Haut steckenden Stachel wird weiter Gift unter die Haut gepumpt, sodass es ratsam ist, den Stachel sofort mit dem Fingernagel herauszuziehen. Beim Stich werden auch Duftstoffe freigesetzt, durch die Stockgenossinnen alarmiert werden, die dann sogleich angreifen und stechen. Man sollte sie schnellstens vom Stock entfernen. In einem bestimmten Notfall kann auch eine Arbeitsbiene Eier legen. Man spricht von der Afterweisel, nämlich wenn ein Volk seine Königin verloren hat und es keine Möglichkeit mehr gibt, eine neue Königin zu schaffen. Diese Eier sind unbefruchtet, das heißt, es entstehen nur Drohnen. Ein solches Volk hat keine Überlebensmöglichkeit mehr und ist dem Untergang geweiht. Die Arbeitsbienen führen alle Arbeiten im Stock und draußen aus, wobei sich die jeweilige Tätigkeit nach dem Lebensalter richtet. Die Königin. Zum Namen. Erstens Königin. Hier liegt das Bild vom Bienenstaat mit hierarchischer Spitze zugrunde, so schon bei den Griechen und Römern. Entsprechend hielt man die Königin auch für männlich. Zweitens Weisel. Das Wort hängt vermutlich mit Weisen zusammen. Beide Vorstellungen von der Königin und von der Weisenden sind anthropomorph und entsprechen nicht den wirklichen Verhältnissen.
So kann man von einer Regierungsgewalt oder Weisungsmacht der Königin in keinem Fall sprechen. Drittens Stockmutter, der Name erklärt sich von selbst. Es gibt grundsätzlich nur eine Königin im Stock. Die Königin ist weiblich, um etwa die Hälfte größer als die Arbeitsbiene und an ihrem langen Hinterleib zu erkennen. Sie hat wie die Arbeitsbiene einen Stachel, den sie fast ausschließlich gegen konkurrierende Jungköniginnen einsetzt. Um die Königin unter den zigtausenden von Bienen herauszufinden, kleben Imker auf den Rückenpanzer ein Farbplättchen, dessen Farbe erkennen lässt, in welchem Jahr die Königin geschlüpft ist. Es gibt 5 unterschiedliche Farben: Weiß, Gelb, Rot, Grün und Blau. Daran kann man auch erkennen, dass die Königin bis 5 Jahre alt werden kann. In der Berufsimkerei lässt man aber die Königin nicht älter als 1-2 Jahre werden und ersetzt sie im folgenden Jahr durch eine neue, die leistungsfähiger ist. Die Königin hat für das Volk 2 lebenswichtige Aufgaben. Indem sie Eier legt, sorgt sie für die ständige Auffrischung des Volkes mit neuen Bienen. In den Vorsommermonaten können es bis zu 1500 Eier am Tag sein. Nur bei Temperaturen unter 0 Grad stellt sie diese Tätigkeit ein. Zur Eiablage kriecht die Königin mit dem Kopf voran in eine Zelle. Sie misst diese aus, kriecht heraus, wendet sich um und schiebt ihren Hinterleib in die Zelle. Handelt es sich um eine große Zelle, so legt sie ein unbefruchtetes Ei ab, ein Thron entwickelt sich und umgekehrt, dann entsteht eine Arbeitsbiene. Das Ganze dauert kaum eine Sekunde. Die Königin erzeugt in den sogenannten Mandibeldrüsen ein öliges Sekret, das für uns geruchlos ist. Es ist die Königinnensubstanz, die sich aus 24 Duftstoffen, unter anderem Pheromonen, zusammensetzt. Dieses Pheromongemisch ist wichtig für den Zusammenhalt und das Wohlgefühl des Volkes. Es wird unablässig von Biene zu Biene verteilt. Daran erkennen die Bienen ihren Stock und die Bienen, die dazugehören bzw. die sie als Eindringlinge und Räuber abwehren müssen. Sie merken es innerhalb von 2 Stunden, wenn dieser Stockgeruch und damit die Königin fehlt. Sie werden unruhig und ergreifen Maßnahmen. Im Frühjahr setzt im Bienenvolk der Schwarmtrieb ein. Die Arbeitsbienen bauen sogenannte Spiel- oder Weiselnäpfchen, in die die Königin ein befruchtetes Ei legt, der Beginn einer neuen Königin. Die Königin wächst dann in sogenannten Weiselzellen oder Weiselwiegen oder Schwarmzellen heran, die senkrecht nach unten, meist am Rand der Wabe, gebaut sind. Sie wird während des gesamten Larvenstadiums mit Futtersaft gefüttert. Ist sie geschlüpft, so besteht ihre erste Aufgabe darin, mit ihr zusammengeschlüpfte Konkurrenzprinzessinnen mit ihrem Giftstachel zu töten. Es überlebt nur eine. Nach 6 bis 10 Tagen wird sie geschlechtsreif. Sie verlässt dann mit bis zu 20 Begleiterinnen den Stock zum Jungfernflug. Im Flug wird sie von etwa 10 bis 15 Drohnen befruchtet. Ein Thron kann bis zu 11 Millionen Spermien liefern. Die Spermien, die die Königin in der Samenblase aufbewahrt, reichen bis zu ihrem Tod. Das heißt, die Arbeitsbienen haben verschiedene Väter, sind also untereinander Stiefschwestern. Nach der Paarung kehrt sie in den Stock zurück, den sie erst wieder verlässt, falls sie im nächsten Frühjahr schwärmt. Sie beginnt sofort mit der Eiablage. Wenn die Königin zu alt ist oder einen Makel hat und daher von den Arbeitsbienen
Bienen getötet wird oder aus irgendeinem Grunde zu Tode kommt, so ist das Volk nicht verloren, sondern kann auch ohne Schwarmabsicht eine neue Königin schaffen. Grundsätzlich kann noch aus jeder dreitägigen Arbeiterinnen-Rundmade und durch die entsprechende Königinnenfütterung mit Gelée Royale eine Königin gezogen werden. Solche Weißelzellen zur Schaffung einer Ersatzkönigin heißen Nachschaffungszellen. Sie entstehen durch Verlängern einer regulären Wabenzelle und befinden sich in der Wabenmitte. Erst wenn keine geeignete Brut mehr vorhanden ist, bedeutet das das Ende des Volkes.